Die RS-Serie von Squaller ist entwickelt für Fliegenfischer, die extrem viel Zeit am Wasser verbringen und keine Kompromisse in Sachen Funktionalität und Verlässlichkeit eingehen wollen. Und hier punktet die RS-Wartjacke genauso wie die RS-Warthose oder die coolen RS-Boots. Allen voran ist natürlich das Material entscheidend, wenn es um Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit geht. Und hier hat Squaller auf das bewährte dreilagige Toray-Material zurückgegriffen. Die dreilagige Membran sorgt dafür, dass Feuchtigkeit von außen abgehalten wird und Feuchtigkeit von innen gut abtransportiert werden kann. Das Material auf der Oberseite ist ein leichtes Zwei-Wege-Stretch und ist dabei extrem griffig und abriebfest. Die Oberfläche ist leicht angegraut und so merkt man schon beim ersten Antasten, dass hier ein Material verwendet wurde, was extrem strapazierfähig ist. Neben dem Material sind aber vor allen Dingen die Features interessant und die eine Regenjacke, wenn man so möchte, zu einer Wartjacke machen. Allen voran natürlich das Taschendesign. Auf der Vorderseite finden wir verschiedene Reißverschlüsse. Wir haben zwei große Taschen hier vorne für Fliegendosen, Kleinteile und so weiter. Die Zipper laufen so leicht schräg und sind mit einer wasserabweisenden Folierung hier ausgestattet. Und dann haben wir zwei weitere Reißverschlüsse hier auf den Seiten und die sind super interessant, denn wir haben zum einen die großen Handwarmer Pockets, auf der Innenseite noch mit einem schönen flauschigen Microfleece. Damit aber nicht genug. Wir haben hier nochmal, und das ist wirklich ein großer Pluspunkt der RS-Wartjacke im Vergleich zu vielen anderen Premium-Wartjacken. Wir haben zwei Eingriffe, die es ermöglichen, an die Warthose ranzukommen, ohne dass ihr den langen Frontreißverschluss aufmachen müsst. Also ich zum Beispiel habe gerne viele Sachen hier in den Taschen der Warthose und so komme ich auch bei Schmuddelwetter von außen, ohne die Jacke öffnen zu müssen, an die Taschen ran. Also das ist ein extrem cooles Feature und das hat sich bei mir in meinem Test in den letzten Tagen als sehr, sehr hilfreich und praktisch herausgestellt. Hinzu kommt, dass diese beiden Reißverschlüsse, die ebenfalls wasserabweisend sind, dazu dienen können, um euch ein bisschen mehr Luft zu verschaffen. Das heißt, wenn es mal warm ist oder etwas wärmer ist und trotzdem regnet, könnt ihr hier für zusätzliche Belüftung sorgen, indem ihr die beiden großen Reißverschlüsse auf der Seite aufmacht. Also hier kann dann nochmal ein Feuchtigkeitstransport stattfinden. Ja, der große Frontreißverschluss natürlich von YKK. Ihr seht schon, extrem leichtgängig. Super gute Qualität, auf die Squaller hier setzt und das Ganze natürlich auch wetterfest und sehr hochwertig. Das Material, ich hatte es schon gesagt, ist sehr abriebfest und wir sehen hier, dass im Material so kleine Details eingelassen sind. Zum Beispiel bei den Taschen haben wir kleine Drainageöffnungen, sodass sollte Wasser hier einmal in die Handwarmer Pockets reinkommen oder aus irgendwelchen Gründen in eure Taschen hier vorne es einfach wieder ablaufen kann. Also das nochmal super praktisch, kleines Detail. Kleines Detail außerdem hier oben an der Front ist diese gummierte Lasche und hier kann man zum Beispiel eine Löseschere anheften und hat sie dann eben hier schön griffbereit vor der Brust, ohne dass man sie irgendwo ins Material anbringen muss. Also das nochmal ein kleines Feature. Sehr wichtig bei einer Wartjacke sind die Abschlüsse am Ärmel. Und hier punktet Squaller in zweierlei Hinsicht. Denn ihr seht, wir haben letzten Endes zwei Bündchen. Das versteckte innenliegende Bündchen ist hier mit so einer Art Gummimaterial am Ende ausgestattet. Das liegt bereits relativ eng am Arm an. Aber ihr habt nochmal die Möglichkeit, das Ganze mit einem Klett wirklich fest abzuschließen, sodass ihr beim Landen eines Fisches, beim Zurücksetzen oder beim Lösen des Hakens am Grund nicht nass werdet. Und damit das Ganze schön verdeckt ist, wandert es hier in das Material, ist unsichtbar und kann dann nochmal abgeschlossen werden mit diesem zweiten Klettverschluss und dem kleinen Squaller-Detail hier, was ich optisch sehr cool finde. Natürlich sind die Ärmel anatomisch geformt, genauso wie alle anderen Produkte, zum Beispiel auch die Warthose. Alles sitzt super, ist extrem bequem und sorgt eben für viel Komfort bei langen Sessions am Wasser.
Wenn es um eine Badjacke geht, ist natürlich auch die Kapuze essentiell. Und hier hat Squaller sich einige kleine Details einfallen lassen, die euch noch besser vor Wind und Wasser schützen. Zunächst einmal ist die Kapuze sehr geräumig. Das ist super, wenn ihr mit einer Mütze fischt, mit einer Cappy fischt oder vielleicht noch mit einem Hoodie drunter. Also hier bietet die RS einfach viel Platz in der Kapuze. Gut gelöst ist auch, dass wir die Kapuze losgelöst vom Kragen haben. Der Kragen auf der Innenseite hier vorne nochmal mit so einem bisschen Microfleece, auch genauso am Nacken, kann also hochgestellt geschlossen werden, ohne dass man die Kapuze nutzen muss. Und wenn man die Kapuze nutzt, kann sie an 3 Punkten justiert werden. Wir haben einmal auf der Rückseite die Möglichkeit, die Kapuze zu raffen, das Sichtfeld also zu fixieren. Und dann haben wir hier vorne auf beiden Seiten nochmal eine Möglichkeit, das Ganze zu justieren. Und was ich cool finde, ist, dass wir hier diesen Druckmechanismus haben. Das heißt, keine störenden Bändchen, die irgendwo rumbaumeln, sondern das Ganze wird über dieses Drucksystem hier zugezogen und arretiert. Ja, insgesamt vom Schnitt ist die RS nicht kurz geschnitten, sondern einen kleinen Tick länger, also nicht mega kurz und kann deswegen, finde ich, auch als hochwertige Outdoor-Jacke genutzt werden. Also auch für andere Aktivitäten abseits des Fischens habt ihr mit der RS von Squaller eine wirklich coole, universelle Funktionsjacke mit einem optimalen Wetter- und Wasserschutz. Ja, die Farbe fügt sich natürlich nahtlos in die RS-Kollektion von Squaller ein. Dieser coole matte Blauton passt wunderbar zu den gräulichen anderen Produkten aus der Squaller-Serie und ist am Wasser einfach nochmal ein schöner optischer Hingucker. Noch ein Tipp: Wollt ihr ein bisschen mehr Isolation, könnt ihr das natürlich kombinieren mit den unterschiedlichen Layern von Squaller, zum Beispiel mit der Thermo 350 oder dem Base Layer der 150er Serie. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die RS mit einer integrierten Isolation zu bekommen. Und das ist dann die RS Outpost. Ist im Grunde die gleiche Jacke, hat die gleichen coolen Features, ist aber nochmal ausgestattet mit einer integrierten Isolation, mit der bewährten Fusion-Isolation von Squaller und bietet so eben nochmal ein bisschen Wärme für kältere Tage am Wasser. Also ein Tipp für alle Huchenfischer oder Hechtfischer: Schaut euch unbedingt dann auch die RS Outpost an. Hier habt ihr Wartjacke und Isolation in einem. Ich kann euch einladen, schaut euch die RS-Kollektion von Squaller an. Wirklich High-End-Produkte für Fliegenfischer, die Wert auf Funktionalität und Verlässlichkeit legen. Mich hat sie komplett überzeugt während meines Tests und ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Checkt sie unbedingt aus, die RS-Kollektion von Squaller bei uns im Shop, exklusiv in Deutschland, worüber wir mega happy sind. Viel Spaß damit, Tight Lines und bis bald am Wasser.